Guten Morgen, Leute. Heute ist es der 21. Dezember und hier unter mir ist es sehr matschig. Uiuiui, es geht schon gut los hier. Also Anfang des Winters heute, meine erste Winterwanderung, laufe für einen Wanderverein in Oppicht. Eine Weihnachtswanderung von 21 Kilometer. Und ich werde euch da mitnehmen. Aber hier im Gras ist es schon sehr matschig. Und ich lasse mich überraschen, was das heute alles wird. Ja, denn es ist in 93 war meine letzte Wanderung für einen Verein. Das waren die 4 Tage von Nimwegen. Danach kam ich im Krankenhaus in meine Knie. Und sollte ich eigentlich neue Knie bekommen, aber ich war zu jung. Und da war meine Wanderkarriere zu Ende. Und nach meiner Wanderung in Belgien, ihr wisst ja, bin ich wieder voll da und wandere ich wieder. Und heute muss ich einfach hier die Pfeilen folgen oder Bändchen, was hier hängen. Ne? Ja Leute, wir sind beim Gebiet von Kingbeek und Maas. Das Video habt ihr ja gesehen. Auf BitChute die meiste, ein paar auf YouTube. Und da laufe ich jetzt und mein Selfie-Stick ist jetzt gebrochen. Einfach so. Unglaublich. Das war nicht zu glauben, was da passierte. Ha. Fiel einfach so auseinander. Jetzt brauche ich eine neue. Und hier ist es sehr matschig, Leute, sehr matschig. Das ist nicht lang der Kingbeek, ne? Da war es damals auch sehr matschig. Und das ist hier die Kingbeek. Sehr klares Wasser. Aber sehr matschig. Sehr, sehr matschig. Hier bin ich wieder in einem großen Teich, ne? Jetzt viele Enten, wie man sieht. Und das ist hier viel matschiger als im Sommer, als ich hier war. Damals war schon eine Schweinerei, aber jetzt ist es eine richtige Schweinerei hier. Man sieht auch, die Bäume sind jetzt kahl. Und jetzt sind viele Enten auf dem Mast. Und im Sommer habe ich, glaube ich, keine Ente gesehen hier. Ich glaube es nicht. Und ich muss mich hier um den Matsch herumlaufen irgendwie. Das ist eine richtige Schweinerei hier. Oh. Und die Kingbeek ist sehr klar. Sehr klares Wasser. Aber es sieht nicht so schön aus wie im Sommer, ne? Weil ich hier war. Da war es hier viel schöner. Da war es, ja, nein, ich glaube Sommer war das. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ihr könnt es ja in dem Video sehen. Ja Leute, hier habe ich bei meinen Kingsbeek und Oppichtswanderung habe ich hier die Kirschen genascht. Ne? Dann das sind ja alles die Sauerkirschebaumen. Und da ist etwas, das mir auf dem Pfad liegt. Ja, da hat ein Baum sich verabschiedet. Der ist einfach umgefallen, hat sich. Und da geht ein Vogel rein. Und das ist Matsch hier. Heiliger Scheiß ist das matschig hier. Und ja, keine Wanderer, ne? Ich laufe hier ganz alleine. Erstaunlich. Dachte, ich werde mal ein paar Leute kennenlernen, aber sieht nicht danach aus. Ja Leute, der Julianerkanal hier neben, komplett trocken. Da sind sie dran am Arbeiten. Ne?
Das sieht man nicht alle Tage, dass der trocken ist. Wow. Das ist wahrscheinlich Göttekurve, denke ich. Ich weiß es nicht. Nächste Dorf bekommen. Und Komoot hat die Aufzeichnung abgebrochen. Ich habe ihn wieder neu gestartet, also das ist schon wieder schön scheiße mit Komoot, ne? Kann man nichts machen, Leute. Guck mal, was ein Verkehr auf der Autobahn. Unglaublich, Samstagmorgen. Und der Mann, der da hinten läuft, hat ein Stück mitgelaufen. Also sehr sympathischer Mann. Aber er hat nicht mein Tempo, ne? Der läuft viel schneller. Und der übt für die Kennedy Mars, 80 Kilometer. Die habe ich früher auch mal gelaufen. Oppicht. Nein, Göttekurve. Göttekurven kommen wir jetzt. Kilometerzahl kann ich nicht nennen, denn Komoot hat ja die Aufzeichnung abgebrochen. Ich schätze so um die 3 Kilometer. Dann macht er jetzt eine neue Aufzeichnung, aber die stimmt natürlich nicht. Und wir müssen hier nach rechts. Wieder in den Matsch hinein. Jawohl. Und der gute Mann läuft da vorne. Ich halte ihn immer die Treue, ne? Ich versuche da ein bisschen dran zu bleiben. Und ich hatte mich schon mal fast verlaufen, weil manchmal sind die Pfeile hier undeutlich. Und das ist hier auch nur sehr matschig. Ah Jungs, was ein Matsch hier, eh? Ihr steht da besser auf dem Trockenen. Und wir kommen so zu sehen in Göttekurve. Und wo muss ich hin? Da. Muss hier gut aufpassen. Morgen. Da ist die Kirche. Das wird die Kirche von Göttekurven sein. Ne? Also jetzt habe ich den Mann definitiv verloren. Aber das war so matschig, da habe ich nur gerutscht. Rutsch, rutsch, rutsch. Was für eine Scheiße. Manchmal stehen viele Pfeile, manchmal müssen wir Pfeile suchen hier. Nach 6 Kilometern ungefähr verlasse ich Göttekurve wieder. Und jetzt sind die Wege gut, ne? Asphaltiert. Und da steht das Schild, das wir folgen sollen. Also der Pfeil. Und da hat man eine ganz deutlich gemacht, dass er wohnt auf der Limbrichter Weg 2. Unglaublich. Dann laufen wir jetzt zum nächsten Dorf, ne? Ja Leute, bei dem letzten Clip hatte ich keinen Sound, aber das macht nichts. Ich habe ein Kreuz gefilmt, ich werde keine Fotos machen, weil Komoot hat es ja abgebrochen. Also werde ich das hier mal machen und werde die Fotos aus dem Video rausholen. Und da kommen mehr Leute neben mir. Ja Leute, irgendwas ist falsch gelaufen. Dann die Leute von einem, die hier vorne laufen, haben auch 21 Kilometer, aber die kamen von einer ganz anderen Seite. Wahrscheinlich habe ich etwas vermisst. Und glaube ich wahrscheinlich die 14 jetzt. Ich kann das nicht fassen, wo das dann passiert ist. Denn ich habe keine Abzweigung gesehen von 14 oder 21. Na, das ist ja eine schöne. Na okay, dann haben wir nur 14. Kann ich nichts mehr machen. Das sei drum. Die Ausschilderung ist nicht perfekt hier. Also Leute, die Pause war nach 6,5 Kilometer und bin jetzt wieder am Laufen und Komoot hat die Aufzeichnung doch gemacht von Anfang an. Also ist doch noch gut gelaufen. Die Kilometerzahl in Komoot stimmt. Da bin ich froh.
Ein eisig kalter Wind, Leute. Wir laufen entlang dem Industriegebiet von Z8. Und an der Seite liegt Limbricht. Und Einighausen, glaube ich. Ja, das muss Einighausen sein, was da liegt. Und da ist die DSM. Die sieht man auch von hier aus, ne? Ich weiß nicht, ob die Kamera zu sehen ist. Aber da ist die DSM. Nach 10 Kilometern laufe ich im nächsten Dorf. Ich bin der Name ist mir entgangen, ich sah auch kein Ortsschild. Aber ja, ich bin mal eben der Name nicht weg. Aber wir laufen im nächsten Dorf, Leute. Geht gut. Hier ist das nicht so kalt, als da draußen. Da war es richtig kalt, der Wind. Puh, der war richtig kalt. Hier geht es einigermaßen wieder. Ich bin am denken, wie das Dorf hier heißt. Ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Na, es sollte Einighausen sein, Leute. Ja. Also 11 Uhr morgens. Nach 10,9 Kilometer verlassen wir Einighausen wieder. Haben wir schon so etwas die Hälfte der Strecke gehabt. Wir gehen jetzt zurück zum Rastpunkt und jetzt kommen wir dann zum zweiten Mal. Hier ist eine Kapelle und hier vorne gehen wir wieder rein in die Pampe. Sieht noch gut aus von hier, aber ich weiß nicht. Ich muss abwarten. Nach 11,8 Kilometern laufe ich wieder in Limbricht und gehen wir zurück zum Rastplatz. Und das Stück hier vorne ab die Kreuzung nach rechts laufen wir doppelt. Das haben wir heute Morgen auch gelaufen. Entlang das Kreuz, das ich da gefilmt habe. Und dann geht es, nach dem Rastplatz geht es zurück nach Oppicht. Nach 12,6 Kilometern verlasse ich Limbricht wieder, zum zweiten Mal. Und dritten Mal, ich weiß es nicht mehr. Und gehen wir hier über den Bahneingang, ein Bahnübergang, ne? Gütertransport ist das hier, mehr nicht. Und dann laufen wir wieder entlang des Schloss, Limbricht. Zum Versorgungspunkt. Nach 14 Kilometern komme ich wieder an den Rastplatz. Aber ich werde weiterlaufen, ich werde den nicht nehmen. Und es sind dann nur noch 7, 8 Kilometer bis Oppicht. Ne? Nach 14 Kilometern laufe ich zurück nach Oppicht. Das werden noch ungefähr 7, 8 Kilometer sein. Ach ja, es läuft sich gut. Ich habe den Rastplatz nicht angesteuert. Ich habe keine Kontrollkarte bekommen, aber es macht nichts, ich habe ja Gebot. Der weiß ja, dass wir alles gelaufen haben. Das war eine lange Strecke hier. Und jetzt gehen wir nach links und deswegen ein Wasser. Steht ein toter Baum. Es läuft über die Straße.
Schau dir das mal an hier. Wow. Wow, wow. Und es regnet ein bisschen. Nach 18,2 Kilometer laufe ich im Regen Born hinein. Das Wetter hat sich definitiv verschlechtert jetzt. Unglaublich. Was eine Schweinerei. Und nach 18,5 Kilometer verlassen wir Born wieder. Und gehen wieder in die Pampa. Oh, schau das hier im Land, das ist wieder richtig eine schöne Suppe um zu laufen. Und das regnet noch immer. Das macht es nicht besser, ne, der Regen. Da ist die Autobahn, ne? Da waren wir schon drüber. Also 2,5 Kilometer bis zum Obicht. Ja, das wird stimmen. Ja Leute, ich hatte mich mit der Kilometerzahl vertan. Es sind 17,2 sind das jetzt. Das waren 16,4, glaube ich. Das kann passieren. 17,7 Kilometer und das war Born. Sind 5,5 Kilometer, Leute. Und wir laufen wieder durch ein Dorf. Ne? Ich habe keine Ahnung, welches Dorf es ist. Das ist scheinbar eine alte Kneipe, um so zu sehen. Ja, sieht aus wie eine alte Kneipe. Das war gerade hey, Leute, das Dorf. Das verlassen wir jetzt nach 19,5 Kilometer. Und gehen jetzt wieder über den Kanal. Und dann sehen wir so ein paar Kilometer bis Obicht. Da steht das Schild Obicht, aber wir gehen hier ein Pfad hinein. Das ist ein Esel. Die letzten Kilometer, Leute, durch den Matsch. Matsch, 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 Matsch. Da sehen Sie die Kirche von Obicht, ne? Aber wir gehen hier die Treppe runter. Es ist ruhig. Nou, jetzt ist das Wetter ruhig. Der Regen hat sich verzogen. Also das geht jetzt. Das war eine schwere Wanderung, das kann ich euch garantieren. Die war gar nicht leicht, diese. Ich bin wieder zurück im Auto. 21,8 Kilometer gelaufen heute. 5,2 Kilometer im Schnitt gelaufen. Das ist, so viel habe ich noch nie gehört. Ne? Im Schnitt 5,2 Kilometer, das ist schon der Hammer. Hab dann mit einigen Leuten mitgelaufen, das hat mich schon geholfen. Ne? Und das war eine verdammt schwere Tour, das sagten die Leute auch, weil ganze Stücke einfach gegen den Wind und der war eisig kalt. Also es war richtig heftig. Ja, es war meine erste Wanderung nach über 30 Jahren für einen Verein, der das organisiert hat. Also ich habe meinen ersten Stempel bekommen, nach über 30 Jahren. Und ja, was soll ich sagen, es war sehr matschig, ja, meine Schuhe und meine Hose, die sehen aus wie Schweine, wie eine Schweinerei, ne, boah. Ja, es war sehr matschig. Mehrmals habe ich Probleme gehabt, um auf die Beine zu bleiben, so rutschig war es.
Also es war, ja, eine richtige Schweinerei. An der Kingbeek war es absolut eine super Schweinerei. Die Ausschilderung der Strecke, die ging einigermaßen, die konnte besser, fand ich. Aber okay, kann man nichts machen. Ne? Das muss der Verein dann besser machen, weil manchmal, ich habe mich schon ein paar Mal ungefähr verlaufen, da meinte ich auch, dass ich auf die 14 Kilometer Strecke war. Aber das war nicht so. Das war einfach das Stück, da kamen die kamen ja wieder zurück, ne? Das war das Problem, ja. Weil die kamen vor mir, kamen Leute, und ich kam aus der anderen Richtung. Also ich dachte, ich habe 14 Kilometer, ich laufe falsch, aber das war nicht so. Nach dem Ruhepunkt, der da war, also da musste man dann wieder rechts ab und dann kam man wieder über diese gleiche Strecke, ja, das letzte Stück kam man dann wieder zurück zu den Ruhepunkten. Also ja, das war das Problem. Und dann am Ende musste man nach links und dann gingen wir wieder zurück nach Oppicht. Ja, Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Schau mal auf Patreon vorbei. Ja, Fotos wird es heute nicht geben, nicht viele. Ein paar wahrscheinlich. Muss mal sehen. Und abonniere den Kanal. Sage es weiter. BitChute und auch YouTube. Und dann sehen wir uns, ja, die nächste Wanderung ist geplant für 27. Dezember für eine Harmonie in Söstre, 15 Kilometer. Eine Winterwanderung mit Erbsensuppe. Ich habe noch 2 potenzielle Wanderungen liegen. Auch noch eine war, glaube ich, für den 2. Weihnachtstag. Muss ich mal sehen. Also ich werde noch ein paar Wanderungen machen dieses Jahr. Und dann, ja, dann ist das Jahr rum. Ne? Und es sind ja die letzte Woche jetzt von Dezember. Es ist jetzt 21. Dezember. Heute hat der Winter begonnen. Ja, aber jetzt Winter. Das habe ich gemerkt. Das ist richtig knackig kalt. Der Wind. Ne? Gut, Leute. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn wir uns nicht sehen, schöne Feiertage. Und ja, das war's wieder. Von Theo. Ciao, ciao.